Knaller, Böller und Raketen. Heute startet bundesweit der Verkauf von Pyrotechnik für die Silvesternacht. So wie hier in Bremerhaven, wo sich beim Werksverkauf des Herstellers Comet schon in der vergangenen Nacht lange Schlangen, ja tatsächlich lange Schlangen bildeten. Und um in Berlin Böllerexzesse wie in den vergangenen Jahren zu verhindern, wurden in der Hauptstadt erneut Pyro-Verbotszonen ausgewiesen. Die Polizei ist mit rund 3000 Beamten im Einsatz, um das Problem in einigen Bezirken unter Kontrolle zu halten und etwa Übergriffe auf Rettungskräfte auch zu verhindern. Und damit blicken wir zu Gerrit Schröder nach Bremerhaven. Guten Morgen, Gerrit. Ja, du bist bei Comet. Es ist ja Wahnsinn, was bei dir im Hintergrund los ist. Also das sieht ja so aus, als wenn die Menschen tatsächlich die Hallen stürmen, um genug Raketen, Böller und Batterien zu bekommen, oder? Ja, absolut, Carsten. Also was hier los ist, ist wirklich der Knaller, wenn man das so sagen darf. Seit Mitternacht sind die Leute tatsächlich hier und warten auf den Verkauf, der um 6 Uhr gestartet ist. Und sie warten wirklich stundenlang, um hier Böller, Raketen und Batterien zu kaufen. Und der Andrang ist so groß, dass inzwischen die Polizei sogar im Einsatz ist und muss das Gewerbegebiet hier abriegeln, weil es einfach nichts mehr ging. Die Leute haben einen halben Kilometer angestanden, um hier heute Morgen die ersten Raketen zu kaufen. Ich mache das Bild mal ganz kurz frei, damit wir mal sehen, was hier genau los ist. Hier werden also wirklich kistenweise die Raketen rausgebracht. Und das sind vor allen Dingen große Batterien, große Verbundfeuerwerke, die bis zu 200 € kosten. Das ist also der letzte Schrei. Das sind diese Raketen, die am besten laufen und die am besten funktionieren. Und die Nachfrage in diesem Jahr ist trotz wirtschaftlicher Not riesig nach Feuerwerk. Es werden hier wirklich Hunderte Euro pro Person ausgegeben, um zu Silvester ordentlich was zu knallen. Ja, Gerrit, mein persönliches Favorite, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es zumindest so eine richtige Batterie. Die muss es dann zum Jahreswechsel auf jeden Fall werden. Aber vergangenes Jahr gab es ja regelrechte Engpässe bei Raketen, bei Böllern, bei Pyrobatterien. Wenn wir jetzt die Bilder da sehen, was da los ist, ist ja kompletter Wahnsinn. Haben sich die Hersteller denn diesmal wirklich tatsächlich besser auf den Jahreswechsel 2024, 2025 und die Nachfrage eingestellt? Ja, absolut. Die Nachfrage im letzten Jahr, die war ja rekordverdächtig. Wir hatten 180 Millionen Euro Umsatz. Das war genauso viel wie im Rekordjahr zuvor, nachdem nach Corona ja alle Feuerwerken wollten. Und im letzten Jahr war es ja so groß, dass die Supermärkte ausverkauft waren. Es gab also sehr, sehr wenig Rückläufer von der Kommission, die hier zum Laden zurückgekommen sind, zum Hersteller nach Comet. Und deswegen hat der Einzelhandel also 15% mehr beauftragt und geliefert bekommen. Das heißt also, wenn das alles abverkauft wird, dann haben wir eine Steigerung von 10 bis 15% dieses Jahr. Und das wäre wieder ein neuer Rekord. Gerrit, du wirst das Ganze für uns weiter im Blick behalten. Danke dir vielmals erstmal für den Moment in eine der größten deutschen Böller-Raketen-Pyrofabriken in Deutschland nach Bremerhaven.